Ja, hallo liebe Leute, ein neues Tutorial. Ich will noch mal Modellflugtragflächen konstruieren. Ich habe mich zwar dazu entschieden, keine Modellflugzeuge mehr zu drucken, weil da komme ich irgendwie nie zu einem flugfähigen Flugzeug, aber konstruieren möchte ich die weiterhin und das machen wir jetzt mal. Ich starte mal gerade FreeCAD, das ist dann die Version 021 und da möchte ich eine Modellflugtragfläche, das soll jetzt nichts Großes werden und nur um eben zu zeigen, wie man Modellflugtragflächen konstruiert und hinterher dann auch noch ein bisschen Gewicht einspart. So, beginnen tun wir machen eine neue Datei und da importieren wir jetzt erstmal ein Profil. Das heißt, ich gehe auf Importieren. Hier stellen wir das auf Common Airfoil Data, das ist Stern.dat. Das sind sogenannte Profildateien, die kann man im Internet recht einfach finden bei dem Herrn Selig. Und da findet man eigentlich alles an Profilen. Man kann auch alle komplett als ZIP-Datei runterladen und dann entsprechend entpacken. Das habe ich hier auch gemacht. Und dann gehen wir gerade mal hier hin. Profdat heißt bei mir das Unterverzeichnis. Code Selig, da seht ihr Selig, der wird mit einem E geschrieben. Und dann haben wir hier eine Menge von Profilen. Ich möchte jetzt eine Tragfläche machen mit dem bekannten MH42 Profil. Das haben wir hier, .dat, das wird einfach importiert und dann haben wir das. Das ist jetzt genau 1 mm lang. Das ist natürlich viel zu kurz. Das muss jetzt erstmal umgewandelt werden. Und zwar, da gehen wir hier in den Draft-Modus und wählen das Profil hier aus, als Wire, also als Draht wird das bezeichnet. Dann geht man hier, macht ein Spline daraus und dann können wir diesen Draht hier oder hier dieses Unterverzeichnis MH42 einfach unsichtbar machen und dann haben wir nur noch das Spline hier. So, aus dem Spline, da machen wir gleich einen Sketch, aber erstmal wird das skaliert. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Deswegen machen wir hier von Kopien. Und zwar 2 Stück. Das ist jetzt das Original, das können wir ruhig so bezeichnen. Und hier haben wir einmal ein Profil, das soll jetzt innen sein. Und zwar, da wird die Wurzeltiefe, die wird 140 mm. Aber wir machen es ruhig ein bisschen größer. Also das soll sowas wie ein Nurflügler werden. 20 cm, machen wir mal 25 cm. Das heißt, ich benenne das jetzt hier MH42-250 mm, aber wir skalieren es jetzt erstmal. Das heißt, selektiert ist es, dann gehen wir hier auf die Funktion skalieren. Als Punkt wählen wir 000 aus und als Größe, da können wir hier auf Uniform Scaling umstellen. Ich sehe gerade, ich habe an sich das nicht auf Englisch, aber viele Sachen sind in Englisch. Und dann machen wir das 250 mm. Das sieht dann so aus. Und einmal OK drücken. Dann haben wir das erste Profil. Das machen wir jetzt unsichtbar. Das mache ich immer mit der Space-Taste. Damit ihr das seht, was ich drücke, habe ich da oben nochmal die Tastenbefehle angemacht. Jetzt haben wir nur noch das kleine Profil, das zweite. Und außen, da machen wir das dann, wenn das 250 sind, machen wir es außen, ich sag mal 80. Das heißt, dann benennen wir das auch MH42-80 mm. Den können wir ein bisschen größer machen, 120 mm. So, dann skaliere ich das hier auch. Selbe Funktion, auch um den Nullpunkt und 120 mm. So, dann haben wir hier das Original, das können wir jetzt unsichtbar machen und wir haben die beiden Profile hier. Daraus machen wir jetzt Sketche. Das wird einfach mit dieser Funktion hier gemacht. Erster Sketch, das dann bitte unsichtbar machen. Zweites auch ein Sketch und auch unsichtbar. So, die können wir wieder bezeichnen. MH42 250 mm. Die kriegen dann so ein 001 da dran und MH42-120 mm. So, jetzt können wir aus dem Draft-Modus raus. Ich muss mal gerade schauen, wir haben
diesen Hintergrund hier an. Den müssen wir im Draft-Modus ausschalten. Das geht mit dieser Funktion hier. Der stört hinterher nur. So, jetzt wird in den Part-Design-Modus gewechselt. Und da machen wir erstmal einen neuen Körper. Ich wollte keine neue Zeichnung machen, nur einen neuen Körper. So. Und den nennen wir TF voll. Das heißt, Tragfläche, die soll gefüllt sein. Und dann können wir jetzt die Zeichnung hier rein kopieren. Die erste kommt dahin, die zweite kommt dahin. Und die können wir jetzt noch hier über Placement verschieben. Und zwar in der, wir haben hier unten das Kreuz da offen. Müssen wir mal schauen, was wir da haben. Ich glaube, es ist die Y-Achse. Okay, schauen wir es einfach mal. Das werden wir jetzt sehen. Und zwar hier bei Position. Da kann ich jetzt hier die Y-Achse verschieben. Und dann sieht man, ja, das ist richtig. Und die schieben wir jetzt, machen wir 400 mm. Das soll auch auf einmal druckbar sein. Mein Drucker kann so 350 mm, wird der schaffen. Also an die 400. 400 ist aber schon arg kritisch. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt gucken wir uns das von oben an. Und dann sieht man, ich habe es falsch gemacht. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. 350, dann machen wir wieder 0. Y ist das. Sollte das denn wirklich Z sein? Gucken wir uns das mal so an. Ja, das sieht doch gut aus. Das ist Z. So, 350. Dann gucken wir uns das jetzt von oben an. Das ist hier natürlich viel zu weit vorne. Das heißt, in X-Richtung muss das hier rüber. Und da können wir uns jetzt überlegen, machen wir eine ganz gerade Kante hinten oder vielleicht sogar so ein bisschen. Ja, so wollen wir das machen. Und dann können wir jetzt einfach hier den und den selektieren und einen Loft machen mit dieser Funktion. Und schon ist das fertig. Einfach OK drücken und wir haben unsere gefüllte Tragfläche. So kann man sich jetzt mal, das ist von oben drauf, das hier, da müssen wir mal schauen, wo war das nochmal mit dem rein. So, Sync-Ansicht. Selektion einpassen. So, da haben wir die Tragfläche. Die sieht ein bisschen komisch aus, da muss man sich aber nichts draus machen. Wir gucken jetzt auch von unten drauf, so wird es von oben. Und gucken wir mal, die ist wirklich gefüllt. Okay, dann haben wir die so. Und da von der Ansicht kann man sie auch anschauen. So, jetzt kommen die Sachen, die wir damit machen wollen. Erstmal aus der vollen Tragfläche, da mache ich erstmal mit der Funktion im Part-Modus Form aufbereiten. Die habe ich hier als Kopie liegen. Machen wir eine Kopie davon. Die Tragfläche voll. Da machen wir ruhig noch eine Kopie von. Einmal haben wir die volle Tragfläche und aus der hier, da möchte ich jetzt die Außenhaut machen. Das heißt, ich selektiere einmal den hier. Gucken, ob er das gemacht hat. Ja, das sieht gut aus. Und dann wird einfach die Funktion Dicke aufgerufen. Wobei, das geht nur, wenn das in einem Körper ist. Da machen wir jetzt einen neuen Body hier aus diesem. So, das nennen wir jetzt Außenhaut. Und dann müssen wir nochmal anfangen. So, die machen wir unsichtbar. So, der und der hier. Und da machen wir jetzt die Aufdeckung. Ja, man sieht, dass es geklappt hat.
aber da ist noch eine andere sichtbar. So, wir machen die Dicke 0,4 mm und das kann ruhig nach außen zeigen. Also jetzt müssen wir gucken, wer ist denn da noch sichtbar. Die Außenhaut. Ne, ist nicht. Wir können durchgucken. Also die Außenhaut ist fertig und dann können wir jetzt starten mit der Konstruktion des nächsten Teiles, und zwar der Rippen intern. Da haben wir hier so die volle Tragfläche, die brauchen wir später und die machen wir jetzt ruhig sichtbar, machen mit STRG D das transparent. Und jetzt möchte ich so Rippen konstruieren, und zwar die ich hier rausschneide mit so Vierecken, die in 45 Grad liegen. So, dafür mache ich einen neuen Körper. So, der heißt Rippenschnitt. Und dann können wir hier eine neue Zeichnung zeichnen auf der XZ-Ebene. Und da fangen wir an mit dem Polygon, zeichnen hier so ein Viereck. Dann wird das erstmal quadratisch. Das heißt, die sind alle gleich, also Taste E. So, dann haben wir hier einen 90-Grad-Winkel. Da einen 90-Grad-Winkel. So, da kann man auch N drücken, steht da. Scheint so zu sein. So, jetzt haben wir das fertig und jetzt muss das noch gedreht werden. Das heißt, der Winkel hier, das sollen genau 45 Grad sein. So haben wir das jetzt stehen. Ich habe aber was vergessen, und zwar, ich muss noch einen zweiten Sketch machen, und zwar auf einer Datum Plane. Die soll auf der XZ-Ebene auch liegen. Das heißt, wir selektieren die, klicken einmal hier dieses Datum Plane an und die wird jetzt nach unten geschoben, dass die unter der Tragfläche liegt. Das heißt, hier im Z, da können wir jetzt nicht drehen, sondern verschieben in Z-Richtung. Und dann machen wir jetzt minus 50 und dann ist die auf alle Fälle unten. So, auf diese Datum Plane, die können wir unsichtbar machen. Da zeichnen wir eine neue Zeichnung, und zwar die muss die ganze Tragfläche umspannen, ruhig großzügig, und das wird ein neuer Körper, und zwar eine Aufpolsterung, und die können wir einfach 1 mm dick machen. Das ist die verbindende Ebene, weil ich keine wenn ich Objekte machen will, die müssen immer zusammenhängen, und diese Zeichnung hier, die wird jetzt hier auf diese Fläche gelegt mit dieser Funktion. Da machen wir einfach Sketch 002 ist das und okay. So, dann liegt die da drauf und jetzt können wir hier wieder in die Aufsicht gehen oder diese Zeichnung antippen und können jetzt hier anfangen, davon eine Aufpolsterung zu machen. So, Aufpolsterung, die wird jetzt 100 mm hoch. Die geht auf alle Fälle durch die Tragfläche. Allerdings nicht in der Position, aber das ist auch gar nicht notwendig, weil jetzt möchte ich hiervon in der Richtung und in der Richtung halt lineare Muster machen. Da machen wir jetzt, eins haben wir noch vergessen, und zwar die Konstruktionslinien, um die 45 Grad zu definieren. Das heißt einmal so und einmal so. Und dann wird der hier, kriegt den Winkel von 45 Grad und die hier, die kriegt den Winkel von 135 Grad, und dann können wir jetzt das lineare Muster machen. Das heißt, wir selektieren den Pad, dann ein
Mehrfachtransformation erstellen. Und da haben wir erstmal ein lineares Muster. Dann wählen wir hier Konstruktionslinie 1 aus. Und da geht es jetzt darum, ich habe noch was vergessen, warum auch nicht. Wir haben hier noch gar nicht dieses Rechteck bemaßt. Das heißt, das mache ich hier. Und zwar, das muss ein Maß bekommen. Und zwar 68, das ist viel zu groß. Das machen wir jetzt mal 30 mm. 30 ist vielleicht zu klein. Machen wir mal 40 mm. Und dann können wir wieder hier in die Mehrfachtransformation gehen. Einmal Doppelklick, da haben wir das lineare Pattern. Und die Richtung stimmt ja bei diesem Pattern, aber die Maße noch nicht. Und zwar die Länge. Ich möchte jetzt 10 Stück von diesen Pattern machen. Das heißt, da machen wir eine 10 rein. Und hier, da muss jetzt ein Maß rein. Und zwar, das ist 30,4. Und zwar aus dem Grund, das sollen 0,4 mm Abstand zwischen diesen Würfeln sein. Und das mal 9, nicht mal 10. So, jetzt gucken wir hier. Nee, das sieht nicht gut aus. Warum nicht? Nochmal da rein. 30,4 mal 10. Den richtig gemacht. Gucken wir uns den Sketch hier noch. 40 habe ich das gemacht. Ja, man muss auch. So, das heißt, wir gehen nochmal hier hin. Lineares Pattern. Und da kommt hin 40,4 mal 9. Da hat er leider hier das Komma nicht genommen. So, 40,4 mal 9. Und dann sind die Würfel hier und haben da genau diese 0,4 mm Abstand zwischen. So, da sieht man, das passt nicht so ganz, das muss so ein bisschen rüber. Und ich mache jetzt aber erstmal das zweite lineare Pattern. Lineares Muster hinzufügen, Konstruktionslinie 2. Und zwar, da machen wir auch 10 und dann machen wir hier 40,4 mal 9. So, jetzt kann man erstmal diesen Rippenschnitt halb durchsichtig machen, dass man da durchgucken kann. Und dann können wir den Sketch hier aufrufen und man kann ihn jetzt verschieben. Ich kann aber theoretisch auch hierher gehen, diesen Rippenschnitt nehmen. Wir gehen in die Aufsicht, also ist nicht Aufsicht. Und jetzt kann ich das hier verschieben. Einfach mit rechte Maustaste transformieren. Und dann können wir das erstmal ein bisschen nach unten schieben. Und so würde das jetzt passen. So, da oben ist es zu wenig. Das heißt, da müssen wir noch was anfügen. Da gehen wir auf das lineare Pattern. Das ist das erste. So, lineare Pattern, Doppelklick, da machen wir jetzt mal 12 und da ändern wir dann das mal 9 auf 11. So, ja, das sieht gut aus. Dann nehmen wir das und jetzt haben wir die Würfel und wir haben die Tragfläche, die Volltragfläche hier. So, da machen wir ruhig eine Kopie von. Und vom Rippenschnitt machen wir auch mit dieser Funktion eine Kopie. Dann haben wir hier die Tragfläche und den Rippenschnitt. Und das wird jetzt mit der Part Design Funktion Differenz bearbeitet. Das heißt, wenn man das so aufruft, man geht in Part und dann hat man hier die Differenz. Selektieren. So, und dann haben wir hier die Tragfläche geschnitten.
Und dann gucken wir uns das mal an. Haben wir einzelne Stücke übrig? Das sieht nicht danach aus, sonst müsste man noch nacharbeiten. Das hat so ganz gut geklappt. Und dann können wir hieraus einen neuen Körper machen, hier mit der Funktion, beziehungsweise im Part ist das unter Kopie erstellen, Form aufbereiten. Und dann gehen wir wieder in den Part Design Modus und machen daraus einen neuen Körper. So, der heißt jetzt einfach Rippen. So, und jetzt kommt eine Funktion, die werde ich auch nicht komplett bearbeiten, weil das eine Menge Arbeit ist. Und zwar, ich möchte jetzt diese ganzen Sachen hier innen ausschneiden, damit weniger Material verwendet wird. Das fangen wir hier an. Ich klicke einfach dahin und mache eine neue Zeichnung. So, dann klicken wir hier hin. Das war hier gar nicht notwendig, aber das ist das Teil, was ich hier benutzen möchte. Und da mache ich jetzt ein Spline. Das lassen wir hier anfangen. Und dann gehen wir hier zurück. Bis da. Da kommt eine neue Linie rein, die verbindet die beiden senkrecht. Und jetzt kann man die noch zurechtrücken, dass das so einigermaßen denselben Abstand gibt. So zum Beispiel. So, dann können wir hier einfach eine Tasche machen und zur Sicherheit mache ich die 1 mm dick. So, das kann man jetzt auch hier machen. Das heißt, da klicke ich auch, neue Zeichnung und da funktioniert jetzt diese Funktion. Jetzt sieht man, das ist diese hier. Kann man auch so sehen. Und ich kann jetzt im Prinzip die beiden hier direkt machen. Die vordere hier, den lasse ich. Und dann gehen wir wieder in die Ansicht und dann machen wir hier jetzt ein Spline. Das lassen wir wieder hier anfangen. So, da machen wir eine neue Linie rein. Senkrecht können wir das hier so ranziehen. Und hier können wir jetzt noch ein bisschen hübsch machen. So zum Beispiel. Okay. Und dann machen wir hier, dann nehmen wir einfach ein Rechteck. Und dann mache ich das hier. Das lösche ich die waagerecht Funktion raus. Und dann können wir das hier so ziehen. Oben können wir das ruhig so lassen. So zum Beispiel. So, dann habe ich die drauf. Und dann sieht man hier, das ist nicht so ganz richtig. Das Spline, da müssen wir nochmal rein. Das heißt, da müssen wir ein neues Spline machen. So, dann lassen wir das Spline, beziehungsweise zwei Splines fangen hier an. Bis da. Dann machen wir hier weiter mit dem Spline. Das geht daran. Und da vorne, da verbinden wir mit einer Linie von oben nach unten. So, und jetzt kann man sich das noch zurechtrücken. Ja, das ist hier so, dass wir das ruhig genügend Abstand machen. So, dann können wir da eine Tasche rausmachen mit 1 mm Tiefe und fertig ist die Laube. Das können wir jetzt hier auch machen. Da würde ich den schon ausschneiden hier. Das heißt, dann machen wir hier neue Zeichnung auch wieder so umstellen. Und das ist jetzt der und der. Okay, da vorne machen wir ein Spline. Das geht jetzt wirklich mit einem Spline. Rechte Maustaste, Linie,
von da nach da. Da muss man darauf achten, dass er dieses X erzeugt, dann verbindet er die. So, und dann können wir die hier noch ein bisschen hübsch machen. So zum Beispiel. Hier machen wir wieder ein Rechteck. So, der wird. Und den machen wir diesmal auch weg. Und dann machen wir das Rechteck so, dass es da so einigermaßen gut aussieht. Und hier auch. So, da auch ein Rechteck. Dann machen wir den hier weg. Und machen das so. Dann haben wir den da noch. Und da machen wir auch ein Rechteck. So, der kommt weg. Der kommt weg. Dann kann man das hier so vernünftig machen. So, okay. Schließen und eine Tasche. Zu früh die 1 gedrückt, deswegen springt er hier um. So, jetzt haben wir schon einen Großteil und jetzt kann man auch den hier nehmen und da genauso eine neue Zeichnung erstellen. Dann wechselt man hier auf diese Ansicht und jetzt kann man die alle machen. Und das sind auch alles Rechtecke. Da löscht man dann. Den unten können wir, glaube ich, sogar lassen. Und dann machen wir das so und so. Und dann kommt das nächste Rechteck. So, da auch ein Rechteck. Das können wir mal wirklich als Rechteck lassen. Okay. Da nochmal ein Rechteck. Da machen wir die beiden weg. So, da ruhig ein bisschen mehr. So, nochmal ein Rechteck. So, dann haben wir den hier. Rechteck. Den hier hinten, den werde ich nicht machen, die beiden. Die lassen wir so. Den können wir aber noch locker machen. Das heißt, dann machen wir nochmal ein Rechteck. Löschen die beiden waagerecht Einschränkungen. Und dann fangen wir da an und da. Und hier gehen wir dann hier hinten hin. Ruhig ein bisschen mehr nach innen. So, jetzt kann man sich das anschauen, ob das überhaupt richtig ist. Und das sieht alles ausgesprochen gut aus. So, hier, da kann man jetzt noch ein bisschen mehr Material stehen lassen. Da ruhig auch.
Okay, schließen und eine Tasche. Sieht man, die funktioniert. Jetzt wartet man so lange, bis die 5. erscheint, dann drücken wir da eine 1. Das mache ich nur zur Sicherheit, nicht, dass ich durchschneide durch noch andere Sachen. So, jetzt kann man das so weitermachen. Den hier noch und den hier und so weiter. Und so spart man eine Menge Material und kann das Ganze hinterher auch drucken. Das heißt, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Und das war's für heute mit diesem Video und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!